Chinas Männer sind einsam. Es gibt nicht genügend Frauen. Ich hatte noch nie eine Freundin. Es ist ein Geschäft, das Heiraten in China. Ohne Wohnung und Auto kriegst du eh keine ab. Was macht das mit den Menschen? Und wie weit gehen sie? Als ich wieder aufgewacht bin, war ich plötzlich in China, in Maguan. Jiang Hongbo ist auf Reisen. Zum ersten Mal in seinem Leben. Von China nach Laos. Von seinem kleinen Heimatdorf Chengdu in das kleine Dorf Namone. Mit einem großen Ziel. Hier will er sich eine Ehefrau kaufen. Jiang ist 28 Jahre alt. Seit 5 Jahren arbeitet er als Landarzt. Sein Einkommen ist auch für chinesische Verhältnisse niedrig. Umgerechnet um die 400 € im Monat. In ein paar Stunden lernt er die Frau persönlich kennen, die seine Braut werden soll. Für den Besuch bei ihrer Familie kauft er daher groß ein. Er will einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Das ist ihm wichtig und für dieses Geschäft auch notwendig. Unterstützt wird er von einem Übersetzer und dem Agenten, den er als Mittelsmann angeheuert hat. Wenn ich in China heiraten wollte, müsste ich mindestens eine Wohnung besitzen. Das kann ich mir aber nicht leisten. Der Lebensstandard in Laos ist viel niedriger als in China. Die Frauen haben dementsprechend weniger Ansprüche. Daher suche ich hier nach einer Ehefrau. Noch nie zuvor hatte Jiang eine Freundin. Immer wieder wurde er abgelehnt. Kein eigenes Haus, kein Auto, keinen Wohnsitz in einer großen Stadt. Das zieht bei Chinesinnen nicht. Es geht nicht um die erste oder die zweite Wahl. Ich habe gar keine Wahl. Das ist sie, Wang Mei, Jiangs Auserwählte. In ihr Foto hatte er sich verliebt. Nun sieht Jiang sie zum ersten Mal persönlich. Ich weiß, dass sie gerade die Oberschule abgeschlossen hat und dass ihr Vater 2 Ehefrauen hat. Mehr weiß ich noch nicht. Wir sind ja erst seit kurzem zusammen. Einen Monat lang haben sie über Handy kommuniziert. Oder besser, Bildchen ausgetauscht. So wie man eben chattet, wenn man keine gemeinsame Sprache spricht. Die Verhandlungen hat Jiangs Agent mit ihrem Vater geführt. Der Brautpreis steht. 40.000 Yuan, etwas mehr als 5.000 €. Preiswert im Vergleich zu dem, was ein Bräutigam in China seinen zukünftigen Schwiegereltern zahlen muss. Jeder möchte doch heiraten. Man kann doch nicht ein Leben lang allein bleiben. Aber heiraten ist noch nicht das Wichtigste. Wichtig ist, dass man die Familie weiterführt und Kinder bekommt. Liebe hat natürlich auch irgendwo ihren Platz, aber Fakt ist, wenn ich bei uns im Ort nicht heirate, würden mich die anderen ausschließen. Während Jiang den ersten Körperkontakt versucht, gehen die Verhandlungen weiter. Immer mehr Dinge fallen der Familie ein, die noch bezahlt werden müssen. Immer mehr Verwandte wollen einen Teil vom Kuchen abhaben.
Es passiert nicht allzu oft, dass einer vorbeikommt, der vermeintlich viel Geld hat. Am Ende zahlt Jiang für jeden Extrawunsch. Auf dem Weg hierher war ich voller Vorfreude, dass ich sie endlich sehen werde. Jetzt bin ich überglücklich, weil wir übermorgen heiraten werden. Ich freue mich sehr, dass ich eine Frau heiraten werde, die ich auch mag. Wang Meis Mutter hält nichts von einer Hochzeit mit einem Chinesen. Sie ist dagegen. Ihr Einverständnis hat sie am Ende nur gegeben, weil Mei in einen Hungerstreik trat. Die Chinesen haben einen höheren Lebensstandard, besser als in Laos. Deswegen will ich nach China heiraten. Warum Mei sich für Jiang entschieden hat, ist ihm egal. Denn eins ist klar: Ohne Ehefrau kann er nicht nach China zurückkehren. Meine Eltern erzählen mir immer wieder, dass die Kinder meiner Freunde schon zur Schule gehen, dass längst alle verheiratet sind. Nur ich allein sei noch ledig. Wir streiten auch zu Hause deswegen und sie zwingen mich zu heiraten. Und sie bitten Bekannte, mich zu verkuppeln. Heiratsmarkt in Handan, 2 Stunden von Peking entfernt. Davon gibt es landesweit Tausende, meist am Wochenende in jeder Stadt. Hier suchen Eltern nach geeigneten Schwiegersöhnen und Schwiegertöchtern. Eine Kurzbeschreibung vom eigenen Kind, Alter, Größe, Schulabschluss, dann die Konditionen für den Partner. Hier etwa geboren zwischen 1985 und 89, in etwa 1,75 Meter groß, mindestens einen Bachelorabschluss. Meine Tochter weiß nicht, dass ich hier bin, aber das ist ein dringendes Anliegen. Also suche ich nach einem geeigneten Schwiegersohn. Im Grunde genommen kenne ich ja die Ansprüche meiner Tochter. Also bin ich hier, um die Basisinformationen zusammenzutragen, wie Alter, Größe, Abschluss, wo er arbeitet. Dann werde ich seine Eltern anrufen und ein Treffen vereinbaren, um mit ihnen über die weiteren Bedingungen zu sprechen. Wang Chunhao besucht zum 134. Mal einen solchen Markt. Er ist hier in eigener Sache. Der 40-Jährige sucht professionell nach einer Ehefrau. Seit 5 Jahren macht er nichts anderes. Er hat seinen Beruf aufgegeben, seine Hobbys. Ich bin alt und wenn ich jetzt nicht suche, wird es nie was. Eigentlich ist es jetzt schon zu spät in diesem Alter. Wang hat lange gewartet, wollte erst die eigenen Bedingungen verbessern, um dann auch eine bessere Ehefrau abzubekommen. Er selbst sagt, er habe keine hohen Ansprüche. Und doch sind seine Vorstellungen so konkret, dass er am Ende nach der Nadel im Heuhaufen sucht. Da ich noch nie verheiratet war und keine Erfahrung mit Liebesbeziehungen habe, sollte meine zukünftige Frau auch noch nie verheiratet gewesen sein. Und sie sollte auch nicht zu alt sein, sodass wir in Zukunft Kinder haben können. Zudem soll sie ihn lieben als den, der er ist. Ein vergleichsweise älterer Mann, ohne Eigentumswohnung, ohne Auto, ohne Universitätsabschluss, ohne Geld sowieso und nun auch ohne Beruf. Hoffnungslos, zumindest in den Augen der anspruchsvollen Mütter. Natürlich hoffe ich, dass er zumindest einen Universitätsabschluss hat. Und da meine Tochter 1989 geboren wurde, sollte er zwischen 87 und 90 geboren sein. Ich kann ihn akzeptieren, solange er eine Wohnung und ein Auto besitzt. Meine Ansprüche sind nicht besonders hoch.
Der Druck auf Männer wie Wang Chunhao und ihre Familien ist enorm. Woher kommt das? Und warum? Hintergrund ist die Ein-Kind-Politik. Das Verbot also, mehr als ein Kind zu bekommen, gepaart mit dem Wunsch nach einem Stammhalter. Ein Wunsch aus Sicht der Chinesen, so traditionell wie selbstverständlich. 35 Jahre lang existierte das Gesetz. Erst Ende 2015 wurde es gelockert. Das Ergebnis? Auf 100 Frauen kommen 136 Männer. Mit anderen Worten, zurzeit gibt es 34 Millionen mehr Männer als Frauen. Das gab es noch nie zuvor in China. Und das heißt für fast jeden vierten Mann, dass er keine chinesische Frau finden kann. Vor 20 Jahren kam Wang Chunhao nach Peking. Seinen Wohnsitz, seinen sogenannten Hukou, hat er weiterhin in Sichuan, seiner Heimatprovinz. Denn den offiziellen Wohnsitz in eine der größeren Städte zu verlegen, kann er sich wie die meisten finanziell nicht leisten. Er hat ein kleines Zimmer gemietet, am Rande der Hauptstadt, 2 Stunden vom Stadtzentrum entfernt. Die Miete von umgerechnet 45 € im Monat finanziert er mit Gelegenheitsjobs. Die Toilette und den einzigen Wasserhahn im Haus teilt sich Wang mit seinen Nachbarn. Ein übliches Wohnmodell für junge Chinesen landesweit. Für die Pekinger aber weit unter dem Standard. Sie haben normalerweise alle eine Eigentumswohnung. Vor allem haben sie einen Pekinger Hukou. Damit können ihre Kinder auch hier zur Schule und später auf eine der guten Universitäten gehen. Diese besseren Ausbildungschancen sind den Frauen sehr wichtig. Hätte Wang ein Kind, müsste es da zur Schule gehen, wo er seinen Hukou hat. Das heißt, sein Kind würde entweder bei seinen Eltern aufwachsen oder er müsste mit seiner Familie zurück nach Sichuan ziehen. Aber das möchte Wang nicht. Und eine Frau mit Hukou in Peking ist für Wang unerreichbar. Es ist verzwickt und Wang verzweifelt. Ich habe keine Zeit, um erst einmal für ein paar Jahre verliebt zu sein. Ich habe keine Zeit zu verschwenden. Wenn sie nach 1,5 Jahren sagt, dass es doch nicht passt, bin ich ja noch älter. Mehrere Stunden am Tag verbringt Wang Chunhao daher vor dem Computer, durchforstet verschiedene Partnervermittlungen im Internet, schreibt viele Frauen an und erhält selten eine Antwort. Selbst eine Chatgruppe für Singles hat er gegründet, die mittlerweile um die 100 Mitglieder hat. Doch bislang interessiert sich keine für ihn. Ich mag solche Frauen zum Beispiel. Sie sehen erhaben, kultiviert und selbstbewusst aus und scheinen ein frohes, sonniges Gemüt zu haben. Oder ich mag auch solche Sportlichen wie diese. Yu Yang ist so eine Frau, für die sich Wang interessieren könnte. Gebildet, eloquent, kulturinteressiert. Ihr Hobby ist Reisen, so wurde sie auch zur Weinkennerin. Der Wein aus Frankreich stammt von einem viel älteren Rebstock als die chinesischen Weine. Deswegen schmeckt er auch reiner. Wenn ich nicht sehr betrunken sein möchte, dann trinke ich Weißwein. Yu Yang ist Anwältin, 34 Jahre alt und Single. Denn nicht nur die mittellosen Männer bleiben übrig, auch die gut verdienenden Frauen mit hoher Ausbildung. Wenn du in China Anwältin bist, bist du schon auf einem höheren Level. Dein Einkommen, deine gesellschaftliche Position, alles ist relativ hoch. Wenn ich in dieser Situation einen passenden Mann finden möchte, ist mir schon wichtig, dass das Gefühl stimmt und wir gemeinsame Themen haben. Wein zum Beispiel oder auch Reisen.
Und das verlangt nicht nur ähnliche Interessen, das erfordert auch gewisse finanzielle Möglichkeiten. Wenn Ü zu Hause an ihrem Computer sitzt, dann surft sie nicht durch Partnerportale, sondern arbeitet. Sie hat eine Eigentumswohnung, auch wenn sie nur aus einem Raum besteht. Sie zahlt ihren Eltern eine gute Krankenversicherung. Auch das ist bei einer Milliarde Menschen unterhalb der Armutsgrenze Luxus in China. Und sie erkundet in ihrer Freizeit die Welt. Wenn jemand immer Kaffee trinkt und auf einmal gibt es nur noch Wasser, obwohl Wasser ja lebensnotwendig ist, möchte man doch ohne Kaffee auch nicht mehr leben, richtig? Kaffee, das sind für Ü ganz klar auch Besuche in Ausstellungen. Sie hat die Bibel gelesen, weil sie die westliche Malerei verstehen will. Sie verbringt mehr Zeit in Museen als im Kino und in Einkaufszentren zusammen. Das ist untypisch für eine Chinesin. Und Ausdruck für das Problem der gebildeten, gut verdienenden, über 30-jährigen Frauen. Ich verlange ja nicht, dass er so sein soll wie ich. Er soll mich ja nicht kopieren. Aber wenn ich am Wochenende sage, dass ich in eine Ausstellung gehen möchte, dann soll er mir nicht die Stimmung verderben und sagen, dass er das jetzt nicht möchte. Dass das langweilig sei und in Frage stellen, warum ich das jetzt will. Da habe ich ja sofort keine Lust mehr auf ihn. Dann lieber ganz allein. Auf einen Mann finanziell angewiesen, ist sie im Vergleich zu den meisten Chinesinnen jedenfalls nicht. Es ist ein großer Glücksfall, wenn man im Leben einmal einen Mann findet, der wirklich zu einem passt. Aber es kann auch sein, dass man den nie findet. Dann ist es auch nicht so schlimm. Dann ist man allein doch glücklicher als mit jemandem, der nicht passt. Dann ist man einfach für sich glücklich. Xintiandi in Shanghai. Ein beliebtes Einkaufs- und Ausgehviertel der gehobenen Klasse. Zhen, In und Zhu sind sogenannte Liebesjäger. Auf der Suche nach den perfekten Ehefrauen. Ihre Kundschaft? Männer der Oberschicht mit eigenem Unternehmen, mehreren Millionen auf dem Konto und hohen Ansprüchen. Besonders schön soll sie sein, intelligent, ein gutes Benehmen zeigen. Unterwürfig und selbstbewusst zugleich, Talente besitzen und wissen, wie man sich kleidet. In ihr, in Chen Yuanyuan, könnten sie eine gefunden haben. Die Stimmung hält sich auf. Sie hat sehr weiße Haut. Für unsere Kunden ist das wichtig. Wie ein Sprichwort sagt, eine weiße Haut überdeckt alle Defekte. Und sie hat eine dreieckige Gesichtsform, was wir bevorzugen. Denn in China sagen wir, dass diese Gesichtsform Reichtum bringt. Das ist einigen unserer Kunden wirklich wichtig, weil sie glauben, dass damit ihr Geschäft tatsächlich besser laufen wird. Chen Yuanyuan wird weitergereicht zu der Agentin Ren Xuemei für ein psychologisches Gespräch. Hier überzeugt die junge Frau vor allem, weil sie genau weiß, was sie will. Er sollte reif und generös sein und besser ein Haus, ein Auto und ein gut laufendes Geschäft besitzen. Dafür bekommt sie einen Pluspunkt, einen weiteren für ihr Studium im Ausland und dafür, dass sie sich auf Wunsch der Eltern von ihrem Ex-Freund getrennt hat, weil sein Apartment zu klein war. Ich bin ein Einzelkind und wurde sehr verwöhnt. Meine Familie will nicht, dass ich mich zu sehr anstrengen muss. Aber auch Minuspunkte gibt es, etwa weil sie ohne Mutter bei ihrem Vater aufgewachsen ist. Am Ende wird sie als Einzige an diesem Tag in die Agentur aufgenommen.
in die Kategorie B- von A, B und C. Dieses Mädchen ist 24 Jahre alt und entspricht unseren Auswahlkriterien. Ihr einziger Nachteil ist, dass sie etwas zu klein ist. Sie ist nur 1,61 Meter. Wenn sie 1,63 wäre, wäre es viel besser. Und naja, ihre Haut ist zwar sehr weiß, aber nicht besonders zart. In einem zweiten Schritt dürfen die gecasteten Mädchen dann ihre Talente zeigen. Die Männer zahlen für diesen Service umgerechnet bis zu 14.000 € im Jahr und wählen. Das Schwierigste bei unserem Job ist, dass unsere Kunden immer wieder Schwächen finden und erwarten, dass die Frauen perfekt sind. Die Erwartungen sind einfach viel zu hoch. Hier spiegelt sich im Kleinen, woran die Gesellschaft generell krankt. Die Angst, nicht den besten Deal zu machen. Zurück in Laos. Es ist 4 Uhr morgens. Heute soll Hochzeit gefeiert werden. Aus diesem Anlass wird ein Schwein geschlachtet. Für Wang Mes Familie etwas ganz Besonderes. Die letzten Vorbereitungen. Das gesamte Dorf ist eingeladen. Gezahlt hat der Bräutigam. So ist es vertraglich geregelt. In den vorab unterschriebenen Papieren ist auch festgehalten, dass der zukünftige Ehemann tatsächlich nicht jünger als 25 oder älter als 40 Jahre alt ist. Dass er und seine Eltern gesund sind und dass er seine Frau niemals schlagen und beschimpfen wird. Darüber hinaus muss er einer geregelten Arbeit nachgehen und damit mindestens 3.000 Yuan im Monat verdienen. Wir überprüfen auch, ob er tatsächlich dieses Gehalt und diese Arbeit hat. Eine Wohnung, ein Auto. Wenn er uns anlügt, helfen wir ihm nicht. Su Rensung ist glücklich. Wieder ein Deal erfolgreich abgeschlossen. Für ihn springen dabei 9.800 Yuan heraus. Etwas mehr als 1.300 € also. In diesem Business nicht viel für einen Monat Arbeit. Der große Moment. Der gesellschaftliche Aufstieg scheint perfekt. Von Liebe keine Rede. Wang Me träumt von einem vermeintlich besseren Leben im entfernten China. Und Jiang Hongbo freut sich, endlich kann auch er eine Ehefrau präsentieren. Früher habe ich nie von einer Hochzeit geträumt, weil ich nie wusste, ob ich am Ende eine Frau finden werde. Jetzt bin ich verheiratet und es fühlt sich fast surreal an. Wie ein Traum. Eine halbe Stunde später. Jiang Hongbo sitzt allein vor seinem Hotel. Er hatte für die Vorbereitungen und Extrawünsche zu viel ausgegeben und nicht genug für den Brautpreis zurückgelegt. Ohne Geld, keine Braut, Geschäft bleibt Geschäft. Muss Jiang nun allein zurück nach China reisen? Der Norden Vietnams an der Grenze zu China. Auch hier sind die Folgen der Ein-Kind-Politik des Nachbarlandes spürbar.
Immer mehr Frauen und Mädchen verschwinden spurlos. Diese jungen Frauen gehören zu den wenigen, die wieder auftauchen, die es zurückschaffen in ihr Heimatland, nachdem sie verkauft wurden, geschlagen, vergewaltigt, in eine Ehe gezwungen mit einem chinesischen Mann. Der Frauenhandel ist ein lukratives Geschäft. Die Nachfrage nach Ehefrauen und Prostituierten ist so groß, dass die Opfer jetzt nicht mehr nur aus der Region an der nördlichen Grenze verschleppt werden, sondern aus allen Teilen Vietnams. Dazu gehört auch das Mekong-Delta im Süden. Das heißt, der Handel wächst definitiv. Mimi Wu und ihre Kolleginnen kümmern sich um die Zurückgekehrten, geben ihnen ein Zuhause, eine Zukunft. 5:30 Uhr Frühsport. Dann Schule, Mittagessen, Hausarbeit. Der Tagesablauf folgt einem strengen Plan. Viel Abwechslung, wenig Zeit zum Grübeln. Das ist das Konzept der Nichtregierungsorganisation. Vor allem aber sollen die jungen Frauen hier ihren Schulabschluss nachholen oder eine Ausbildung absolvieren können. So verdienen sie am Ende mehr Geld als den $1 pro Tag, den sie sonst für den Rest ihres Lebens für Feldarbeit bekommen würden. Und sie können ihre Familien besser unterstützen. Uns geht es darum, die Situation der Familien zu verbessern. Für Tu ist heute ein ganz besonderer Tag. Einmal im Quartal darf die 16-Jährige, wie alle anderen auch, ihre Familie besuchen. 10 Menschen teilen sich 2 Betten. Abendessen gibt es an diesem Tag nicht. Für Gemüse und Reis hat das Geld nicht gereicht. Tus Vater ist vor einem Monat verstorben, an Alkoholismus. Ihre 37-jährige Mutter verdient im Monat umgerechnet 4 bis 44 Euro auf dem Markt. Jeder Cent wird gebraucht. Die Gefahr, dass Tu deswegen die Schule verlässt, ist groß. Auch deswegen ist bei Familienbesuchen meistens eine Sozialarbeiterin dabei. Schon einmal ist Tu in die Fänge von Schleppern geraten, weil sie ein Jobangebot annehmen wollte. Sein Bruder und ich waren zu diesem Zeitpunkt ein Paar. Daher dachte ich, dass der große Bruder meines Freundes mir niemals wehtun würde. Darüber hinaus sind sie ja auch meine Cousins. Doch ihr Cousin verkaufte sie nach China für weniger als 45 Euro. Ein typischer Fall. Fast immer sind es die Freunde, Onkel, Tanten, Nachbarn, die die Mädchen verkaufen. Es sind vertraute Personen, aber sie mussten nie Geld und Zeit in das Kind investieren. Das heißt, sie machen immer ein Plus, egal wie niedrig der Preis ist. Auf der einen Flussseite Vietnam, auf der anderen China. Unbefestigt, unkontrolliert. So sieht die 1350 Kilometer lange Grenze zwischen den beiden Ländern an den meisten Stellen aus. Den Schleppern reicht ein Ruderboot. Und niemand weiß, welche Szenen sich in diesen dichten Wäldern abspielen. Dan, die seit einem Jahr im Frauenhaus wohnt, berichtet Schauriges. An einem Tag haben uns die Schlepper an einen Ort gebracht, weit draußen. Dort lag die Leiche eines Mädchens, das sie getötet hatten. Sie war komplett nackt. Ein Teil der Therapie, Gartenarbeit. Dann versucht, so gut sie kann, zurück ins Leben zu finden. Die heute 19-Jährige liebte die Schule, war immer Klassenbeste.
Bis vor 4 Jahren, als sie gemeinsam mit ihrer engsten Freundin betäubt, entführt und verkauft wurde vom langjährigen Freund ihrer Freundin. Als sie auf der anderen Seite in China wieder zu Bewusstsein kamen, waren sie umringt von Chinesen. Von dem Freund keine Spur. Ein jüngerer Mann schlug uns mit einem dicken Knüppel auf den Kopf. Meine Freundin verlor sofort das Bewusstsein. Mich griff ein alter Mann am Kopf und prügelte so lange auf mich ein, bis über mein Gesicht Ströme von Blut flossen. Dann mussten wir vor ihnen niederknien und sie drohten uns mit dem Tod. Danach haben sie uns getrennt. Dan war damals 15 Jahre alt. Ein 23-Jähriger kaufte sie für mehr als 12.000 Euro. Er sagte, dass er nicht heiraten wollte, dass ihn seine Eltern aber gezwungen hätten. 1 Jahr lang wurde sie im Haus eingesperrt, von der sogenannten Schwiegermutter bewacht. Dann wurde sie schwanger, ein Mädchen, zu Zeiten, in denen die Ein-Kind-Politik noch galt. Statt Freude, Wut bei den Schwiegereltern. Einen Stammhalter hatten sie gewollt, keinen hungrigen Schmarotzer. Kurzerhand verboten sie dann jeglichen Kontakt zu ihrem Kind, schickten sie stattdessen in eine Fabrik und behielten ihr Gehalt ein. So konnten sie zumindest einen kleinen Gewinn einstreichen. Mein Mann spielte nur noch am Computer und ging nicht mehr arbeiten. Nur ein paar Tage nachdem ich meine Tochter geboren hatte, musste ich von morgens 6 bis abends 9 in einer Fabrik arbeiten. Die Frau als Ware. Erst Sex, dann Arbeit. So ist es in den meisten Fällen. Gern verkaufen chinesische Familien die Frauen aber auch weiter an die nächste Familie, die noch keinen Sohn hat. Ein reines Profitgeschäft. Für Dan war diese Gewinnsucht eine Chance. Aus der Fabrik gelang ihr letztendlich die Flucht zur Polizei und damit nach Vietnam. Tu dagegen gelang die Flucht schon nach ein paar Tagen. Trotzdem ist nichts mehr wie zuvor. Ich habe jetzt keine Freunde mehr. Seitdem ich in China war, wollen sie alle nichts mehr mit mir zu tun haben. Das macht mich sehr traurig. Oft habe ich deshalb Albträume. Das Stigma, das größte Problem, da es vielen jungen Frauen den Weg zurück in die Gesellschaft verbaut. Auch deswegen sind 60% aller in Vietnam gefassten Schlepper selbst ehemalige Opfer. Denn immer wieder hören diese Frauen die gleichen Fragen. Warum bist du zurückgekommen? Hast du nicht in China ein Kind, ein besseres Leben? Unverständnis auf allen Ebenen, gepaart mit Ablehnung. Wir hatten ein paar Frauen, die den Menschenhändlern entkommen sind. Sie hatten Menstruationsbeschwerden. Also brachten wir sie zu einer Frauenärztin. Als die vom Schicksal der Frauen erfuhr, stellte sie die Diagnose, dass sie ganz einfach den Geschlechtsverkehr vermissen würden. Und nur deswegen hätten sie Bauchschmerzen. Dann sieht sich, das wird in der Maltherapie klar, als Nährboden für Gutes. Auch deswegen hatte sie selbst ihre Entführung genutzt und Chinesisch gelernt. In der Schule ist sie schon fast wieder so gut wie vor ihrer Entführung. Und für sie ist klar, sie will Ärztin werden. Ein Arzt kann Menschen retten. Und ich will viele Menschen retten. Guojingzhuang in Hebei, im Norden Chinas. Das Leben hier ist einfach. Die Menschen sind schlicht. Zhao Jiyue hat 3 Söhne, 13, 15 und 16 Jahre alt. Die beiden Jüngeren wohnen noch bei ihm. Der Älteste verdingt sich als Wanderarbeiter. Die Mutter der Kinder hat sich aus dem Staub gemacht.
nach einem Streit mit einem Nachbarn. Und weil der 45-Jährige nicht allein bleiben wollte, sich aber keine Chinesin leisten konnte, kaufte er sich eine Frau aus Vietnam. Ich weiß nicht, wie die hieß. Ich habe die vietnamesische Frau in Kengshan gekauft. Die teuerste ging für 130.000 Yuan weg. Das war so eine Art Auktion. Da haben sie die Frauen versteigert. Mehr weiß ich nicht. Weniger als die Hälfte, umgerechnet etwas mehr als 8.000 € hat Zhao für seine Frau bezahlt. Ein Schnäppchen sozusagen. Zhao ist Bauer. 2 Jahre ist er zur Schule gegangen, bis zu seinem 8. Lebensjahr. Mehr konnte sich seine Familie nicht leisten. Er wurde gebraucht auf dem Feld. Jetzt verdient der dreifache Vater 1.600 € im Jahr. Das reicht schon nicht für das Mindeste, für Kleidung, Strom und Reis. Also hatte er Geld geliehen von den Verwandten, von den Nachbarn, ein Vermögen für seinen Traum von einer Ehefrau. Nach ein paar Tagen flüchtete sie, gemeinsam mit 100 weiteren Vietnamesinnen, die in diese Gegend verschleppt worden waren. Ich war so wütend, dass ich sie mit dem Messer erstechen wollte. Das Geld ist weg, die Frau ist weg. Das ist doch keine Kleinigkeit. Ohne Geld kann man einfach nicht leben. Geld ist das Wichtigste nach dem eigenen Leben. Und mit Geld kann man sich alles kaufen. So denken die meisten in China. Also ging Zhao zur Polizei, wollte sein Eigentum zurückfordern. Erst als ich sie bei der Polizei angezeigt habe, habe ich erfahren, dass es illegal ist, eine Frau zu kaufen. Ich wusste gar nicht, dass es illegal ist, einen Menschen zu kaufen. Qua Gesetz ist Menschenhandel in China verboten. Männer, die Frauen gegen ihren Willen festhalten und vergewaltigen, können bis zu 3 Jahre inhaftiert werden. In der Realität allerdings passiert das so gut wie nie. Vor Zhao liegt nun eine Mammutaufgabe. Alle 3 Söhne wollen verheiratet werden. Wie kann er sich das leisten? Die Chinesinnen kosten mehrere 100.000 Yuan und man muss noch eine Hochzeit feiern. Die anderen Frauen kosten nur 100.000 Yuan und man kann sich die Hochzeit sparen. Das ist doch einfacher. Wang Chunhao gibt noch einmal alles. Er ist nach Shanghai gefahren, zu einem Kupplermarkt für junge Leute. Romantisches Kennenlernen im Einkaufszentrum. Wo sonst? Die Partnersuche als Spiel. Das soll entspannen und von Anfang an eine andere Nähe erlauben. Sich gegenseitig zu verlieben ist nicht schwer. Aber sich dann für jemanden zu entscheiden, das hängt von ganz anderen Bedingungen ab. Und die werden hier diskutiert. Auto, Wohnung, Einkommen, das Übliche. Die Partnersuche ist ein Spiel, das Wang mit seinen Vorstellungen und Bedingungen einfach nicht gewinnen kann. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Ich habe einfach keine Lust mehr, Single zu sein. Einen richtigen Plan B aber hat Wang Chunhao nicht. Weitermachen wie bisher, nur noch intensiver. Das ist sein Motto.
Ich werde noch mehr an solchen Veranstaltungen teilnehmen und noch eine Online-Gruppe gründen. Und ich will die traditionelle Methode versuchen, Frauen über Freunde kennenzulernen. Ich werde einfach weiter alle Möglichkeiten nutzen, die ich habe. Und ich will versuchen, nicht mehr so wählerisch zu sein. Dafür bin ich einfach viel zu alt. Jiang Hongbo dagegen hat es auf die Gewinnerseite geschafft. Er hat den Brautpreis nachträglich gezahlt und seine Braut bekommen. Das ganze Dorf hatte noch einmal kräftig zusammengelegt, das Geld überwiesen. Heute nun, nur eine Woche später, soll auch in China Hochzeit gefeiert werden. Mit allem, was dazugehört. In Laos hatte sie ihre traditionelle Tracht an und jetzt hier dieses weiße Brautkleid. Sie ist so schön. Noch viel schöner, als ich gedacht habe. Im Dorf dann großer Empfang. Alle sind gekommen. Alle wollen das junge Paar sehen, teilhaben an ihrem Glück. In den kleinen roten Umschlägen steckt Geld. Darauf kommt es Jiang nun auch nicht mehr an. $100.000, fast 14.000 Euro haben ihn die beiden Hochzeiten, der Brautpreis, das Gehalt für den Agenten, die Flüge und alle Extrawünsche gekostet. Dafür hätte ihn die Familie einer chinesischen Frau nicht einmal angesehen. Für ihn jedoch bedeutet es Schulden begleichen, die nächsten 20 Jahre. Jetzt bin ich verheiratet und kann sagen, ich habe meinen Eltern ihren Herzenswunsch erfüllt. Ich bin absolut erleichtert. Auch seine Mutter ist erleichtert und verkündet hoch erfreut die weiteren Pläne. Der nächste Schritt ist, dass sie ein bisschen Geld verdienen. Sobald sie dann Nachwuchs haben, werde ich das Kind betreuen. Dann dreht sich das Rad von vorn. Das Kind muss auf die bestmögliche Schule gehen, die bestmögliche Universität, den bestmöglichen Partner finden. Kurz nach der Hochzeit ist klar, Wang Me und Jiang Hongbo erwarten ein Kind. Ob Junge oder Mädchen, diese Auskunft dürfen Ärzte in China bis heute nicht geben. Denn trotz all der Missstände und trotz Lockerung der Ein-Kind-Politik, die meisten wollen auch weiterhin einen Jungen. Viele Mädchen werden abgetrieben. Denn mit ihnen, so glauben sie, machen sie nicht den besten Deal.